Aber das ist total nervig. Immer wenn man so einen Ring hat mit einem Solitärstein, dann dreht er sich nach einer Weile am Finger und dann hängt er so runter und dann fummelt man da immer dran rum. Und das mag ich nicht und das ändern wir heute. Auf geht's. Sehr geehrter Herr Manzold, anbei sende ich Ihnen einen Schlüssel, der mich viele Jahre meines Lebens begleitet hat und der aus verschiedenen Gründen für mich von großem Wert ist. Ich möchte Sie bitten, aus diesem Schlüssel ein Schmuckstück für mich zu fertigen. Ich wünsche mir einen Ring, an dem sich mein Blick stets erfreuen kann. Da ich Ihre Arbeiten kenne und schätze, lege ich das Design ganz in Ihre Hände. Bei der Herstellung ist es mir nicht wichtig, ob Sie dazu noch andere Materialien verwenden. Ich möchte nur, dass Sie allein diesen Ring für mich entwerfen und in Ihrer Werkstatt selbst herstellen. Es würde mir eine außerordentliche Freude bereiten, wenn Sie geneigt wären, diesen Auftrag anzunehmen. Einen Papierstreifen in meiner Ringgröße lege ich diesem Brief bei. Hochachtungsvoll, Ihre Elisabeth. Da haben wir beim Schlüssel ein Gewicht an der Luft von 10,17. Wir haben das Gewicht vom verdrängten Wasser mit 1,20. 10,17 durch 1,20, das müsste ganz grob 8,48 Gramm pro Kubikzentimeter ergeben. Und wenn wir damit mal in unsere wissenschaftliche Tabelle gehen, dann sehen wir, dass wir uns hier im Messingbereich verbinden und sehen, wir haben beim Messing eine oligodynamische Wirkung, das heißt antibakteriell. Und das ist übrigens auch der Grund, warum in vielen Krankenhäusern die Türgriffe aus Messing bestehen.
Das Material vom Schlüssel allein würde für den Ring nicht ausreichen. In Absprache mit der Auftraggeberin verstärke ich das Material mit 750er Gelbgold. Es gibt verschiedene Methoden, um das Drehen eines Ringes am Finger zu verhindern oder zumindest zu erschweren. Man könnte den Ring beispielsweise nicht rund, sondern oval gestalten oder es werden zwei Halbkugeln im unteren Bereich innen am Ring montiert. Ich entscheide mich bei diesem Ring für einen verjüngenden Verlauf des Ringprofils vom unteren Bereich zum Ringkopf. Die Gravitation erschwert dadurch das Drehen am Finger und das Ringdesign gewinnt zusätzlich an Spannung.
Es folgt die seitliche Verzierung des Ringes, die ich in der Luminesque-Gravurtechnik als Scrollwork ausführe. Das Verhältnis von der Breite zur Länge der Scrolls hat einen wesentlichen Einfluss darauf, wie wir diese Gravur wahrnehmen. Ein Verhältnis von 1:1 beispielsweise erscheint verspielter und unbefangener als zum Beispiel ein Verhältnis von 1:2 oder mehr. Es wirkt eleganter. Da die Ringschiene im Verlauf gearbeitet wurde, entscheide ich mich für einen variablen Verlauf in der Gravur. Ja, das erste, was ich gemacht habe, als der Ring fertig war, zu testen, ob der sich noch dreht am Finger oder ob die Schwerkraft so ein bisschen hilft, dass er sich etwas weniger dreht, so müssen wir es ja richtig sagen. Und das sieht ja hier ganz gut aus. Ja, ich würde sagen, Mission geglückt. Hier eine Sekunde, bevor ihr abschaltet oder hier die Endbilder anseht. Ich brauche mal eure Hilfe. Also ich stehe ja nicht so auf Call to Action und hier Abo und da und dies und das. Ich freue mich immer, gar keine Frage, aber dazu auffordern nicht so gerne. Ich habe hier was notiert, was ich bei YouTube gerne machen möchte. Ich habe nächste Woche noch einen Kurs hier, danach habe ich ungefähr eine Woche frei. Also ich habe die Werkstatt zur freien Verfügung. Und ich habe mir mal notiert im Laufe der Zeit, was ich gerne machen würde. Und weil ich mich gar nicht entscheiden kann, da ist ein bisschen was zusammengekommen, möchte ich euch bitten, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr gerne sehen würdet. Also ich sammle das über E-Mail, ich sammle das über die Kommentare und bei Instagram stelle ich das noch mit ein. Und was am meisten gewünscht wird, das mache ich zuerst. Die anderen mache ich dann wahrscheinlich auch noch, aber womit fange ich an? Beispiel, Chopsticks aus Ebenholz und Silber. Kartoffel- oder Bierdeckelguss, ein Video über eine Blattmaske, also Green Man aus einer Münze beispielsweise. Ein Dogtag, also Hundemarke, luxuriös. Einen Ring aus Beton. Okay, was habe ich mir dabei gedacht? Ein Cutting Board, also ein Schneidbrett im Mokomegane-Style. Edelsteinschleifen mit einer Schallplatte. Wow. Tansanit-Rohstein, brennen und schleifen. Ich war mal in Tansania und habe ein paar Rohsteine mitgebracht. Hydrostatische Waage vorführen,
Celtic Pattern, also keltische Muster gravieren, die Feder von einem Füller gravieren, Trauerschmuck mit Asche und, was steht da? Oder den ganzen Bums in einem Video. Also nein, das mache ich nicht. Also ihr müsst euch für eins entscheiden. Schreibt es in die Kommentare. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Ach, da fällt mir noch was ein. Wenn ihr mal sehen wollt, wie so ein Kurs funktioniert, hier, also ein Messerkurs oder Edelsteinschleifen oder Gravieren oder ein ganz normaler Goldschmiedekurs. Also ich habe in ungefähr 14 Tagen ist jemand hier, der einen Kurs macht bei mir und den könnte ich mal fragen, ob er sich vielleicht begleiten lassen möchte von der Kamera dabei. Ja, das steht noch zur Disposition. Okay, na dann, jetzt aber tschüss.